Piu. 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 Einst war der Frevel an Gott der größte Frevel, aber Gott starb. Und damit starben auch diese Frevelhaften. Die anderen, die Modephilosophen, die Moralisten, die Giftmischer, die Verächter des Lebens, jene, derer die Erde müde war, diese Propheten der Seele verächtlichen Wirkung auf den Leib. Ihre Zeit sollte endlich vorüber sein. Denn der Leib mochte ihrem Willen nach mager, grässlich und verhungert sein. Aber so kündete bereits deren Leib von deren Seele, denn auch dieser Leib ward mager, schmutzig und verachtenswert. Das Himmelsreich der Moral, die Eingeweihte des Unerforschlichen, die hatten sie höher geachtet als das Irdische, jedoch, das kosmische Geschehen barg ein großes Ergebnis. Lob und Heil auf Erden, es verflogen die metaphysischen Träumereien. An dieser lebendigen Erde zu freveln, das war fortan das denkbar Furchtbarste. Das Dann wurde dem Jetzt unterworfen. Der modrige Geruch des Sterbenden schien schließlich ausgetrieben. Na pfui Deibel. Man lebte endlich im Moment. Bräuchte ich tatsächlich ein Herz in dieser animierten Nachexistenz, es hätte höher geschlagen. Das Glück des Lebens zog wieder ein in den Tempel Babylons. Der Wille zur Macht, die alles durchziehende Kraft, die Bejahung der Mannigfaltigkeit des Lebens war nun nicht länger verachtet. Man danke dem Interkontinentalflug für die Perspektiven, dem Sportfahrwerk, der Ludwig von der Tonne-Tasche für den Selbstwert, denn es war gut, eine Zeit lang, also sprach Zarathustra. Doch höret nun, die meine Aufgabe ist immer noch, einen Augenblick höchster Selbstbesinnung der Menschheit vorzubereiten. Denn die Geister der Wunschträumer zogen erneut ein in ihr luftiges Gemach. Ein Sang protziger Verehrung von Ignoranz erklang in der unsichtbaren Kirche. Ich habe das Treiben beobachtet. Der Schein ward erneut wichtiger als das Sein. Instagram hat das Gesichtsbuch abgelöst und das Foto den Text. 11 Freunde müsst ihr sein. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das kannst du aber laut sagen. Angebot und Nachfrage finden ihr Gleichgewicht. Chefs und Arbeiter müssen doch zusammenarbeiten. Man nimmt besser den Zug, um zum Arbeitsplatz, dem Computer mit dem Internet zu gelangen, der einen dann sowieso nur in die Zentrale nach Darmstadt verbindet. Wie der Säuregehalt von meinem Kloreiniger verseuchtes Grundwasser. Höhere Steuern werden die Klimakrise lösen. Was soll ein Mikrohaus sein? Das ist kleiner als mein Carport. Die Demokratie ist der Marktplatz der Ideen. Was soll das heißen? Das kennen Sie schon vom TED Talk.